Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Captain Phil zu Sagen und Legenden. Ihr werdet sehen, dass die Videoqualität wieder ein bisschen eine andere ist, weil ich nehme wieder mit meiner normalen Webcam auf. Das mit dem Autofokus von der Sony-Kamera hat doch nicht so wirklich funktioniert. Das kann auch gut sein, weil einfach die Distanz von der Kamera zu mir hier relativ gering ist. Ich muss die Kamera ja hier auf dem Tisch platzieren und die ist dann nur so ein paar Zentimeter von mir entfernt. Deswegen war das nicht geklappt mit dem Autofokus. Deswegen nehmen wir jetzt wieder hier auf mit der normalen Webcam und ich würde sagen, los geht's. Erstmal natürlich möchte ich mich bei euch für euren riesigen Support bedanken. Die Sagen- und Legenden-Videos gehen jetzt auch schon in das zweite Jahr. Seit 2022 nehme ich hier Sagen und Legenden auf. Mittlerweile ist die Community darum und die Kommentare darum vermehren sich zu jedem Video und ich bedanke mich wirklich bei euch, dass ihr mit dabei seid und mich auf diesem Weg begleitet. Vielen, vielen Dank und ich hoffe auch in Zukunft werden noch viele Sagen- und Legenden-Videos kommen. Hier kommt übrigens auch wieder eine Sage und Legende, die mir von euch vorgeschlagen wurde. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Es ist die Sage des Wolpertingers. In den tiefen Wäldern Bayerns, wo die Schatten lang und die Geheimnisse alt sind, erzählt man sich bis zum heutigen Tag eine Sage, die so verworren und vielschichtig ist wie das Dickicht, das sie birgt. Es ist die Geschichte des Wolpertingers, eines Wesens, das ebenso sehr ein Produkt der menschlichen Fantasie wie ein Echo vergangener Glaubensvorstellungen ist. Dieses Fabeltier, ein Amalgam aus verschiedenen Tieren, dient als lebendiges Symbol für die menschliche Neigung, das Unbekannte zu personifizieren und ihm Gestalt zu geben. Ja Leute, heute entführe ich euch nach Bayern, in das Herz jener Wälder, die seit Jahrhunderten die Heimat des Wolpertingers sind. Nachdem kürzlich die Bemerkung aufkam, dass die Erzählung des wilden Mannes ein bisschen zu kurz geraten sei, möchte ich mich heute ganz der Tiefe und Komplexität dieser neuen Sage widmen, die natürlich in ihrer Vielschichtigkeit kaum in wenigen Minuten zu umreißen ist. Es ist mir ein persönliches Anliegen, nicht nur eine präzise und direkte Darstellung der Fakten zu bieten, sondern auch die Atmosphäre und die Nuancen zu vermitteln, die diese Geschichte in sich birgt. Geschichte, die, wenngleich in Kürze präsentiert, ein Fenster in eine Welt eröffnet, die reich an Traditionen, Kultur und mystischer Bedeutung ist. Schauen wir uns also die Entstehungsgeschichte des Wolpertingers an. Sie ist an sich in den Nebeln der Zeit verborgen und doch hat sie seine Legende getragen von den Stimmen derer, die sie erzählen und durch die Jahrhunderte erhalten. Ursprünglich mag der Wolpertinger als ein humorvolles Gedankenspiel entstanden sein, als ein Produkt der Volksfantasie, das im Endeffekt dazu dient, lange Winterabende und Herbstabende zu verkürzen, um die Zuhörer in Staunen zu versetzen. Doch im Laufe der Zeit wurde er zu einem festen Bestandteil der bayerischen Mythologie. Einem Sinnbild kann man sagen für die wunderbare Vielfalt der Natur und die menschliche Fähigkeit, in dieser Vielfalt das Wunderbare und zugleich auch das Absurde zu erkennen. Doch wie kam der Wolpertinger überhaupt zu seinem Namen? Die Bezeichnung Wolpertinger selbst ist schon hier ein Rätsel, das die Sprachlehren bis heute beschäftigt. Einige vermuten, dass der Name aus der Verballhornung lokaler Bezeichnungen entstanden ist, vielleicht als eine Hommage an die kunstvollen Schnapsgläser der Glasmacherei aus Wolterdingen, die, wie man so kennt, in Tiergestalt geformt wurden und den Namen Wolterdinger trugen. Andere sehen in dem Namen Wolpertinger eine Verbindung zur Walpurgisnacht, einer Zeit, in der die Grenzen zwischen den Welten traditionell als eher durchlässig gelten. So oder so trägt der Name die Echos einer Zeit in sich, in der die Welt noch voller Mysterie und voller Geheimnisse war. Schauen wir aber weiter. Denn im 19. Jahrhundert begannen findige Tierpräparatoren der Legende Gestalt zu verleihen, indem sie Teile aus verschiedenen Tieren zu einem Ganzen vereinten und so den Wolpertinger in die physische Welt holten. Diese Kreaturen, oft mit Flügel statt Vorderläufen und den Füßen von Wasservögeln anstelle von Hinterbeinen, wurden so zu begehrten Souvenirs für Reisende, die im Endeffekt das Exotische und Außergewöhnliche suchten. So wurde der Wolpertinger im Endeffekt zu einem Symbol für die menschliche Kreativität und unser Drang, das Unmögliche möglich zu machen. Doch was frisst so ein Wolpertinger überhaupt? Wie ernährt er sich? Die Ernährung des Wolpertingers, so sagt man, sei ebenso eigenwillig wie das Wesen selbst. Während einige Quellen behaupten, er ernähre sich speziell von kleinen Tieren, Kräutern und Wurzeln, behaupten andere, sein Appetit gelte speziell den preußischen Weichschädeln. Diese humorvolle Zuschreibung dient wohl eher der Unterhaltung und der satirischen Kommentierung der zwischenmenschlichen Beziehungen als der ernsthaften mythologischen Einordnung, ganz klar. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Wie kann man einen Wolpertinger fangen? Wie kann man ihn jagen? Die Jagd auf den Wolpertinger selbst ist ein weiteres Element der Sage, das mehr über die Menschen selbst aussagt, die sie erzählen, als über das Fabelwesen selbst. Die Methoden, die angeblich zum Fang eines Wolpertingers führen, reichen vom Bestreuen mit Salz bis hin zu komplexen Fallen, die natürlich bei Vollmond aufgestellt werden. Wann auch sonst. Diese Geschichten, oft mit einem Augenzwinkern erzählt, illustrieren den menschlichen Einfallsreichtum und unseren Wunsch, mit dem Unbekannten zu interagieren, es zu verstehen und vielleicht selbst sogar zu beherrschen.
Doch wo lebt im Endeffekt so ein Wolpertinger? Wo kann man ihn sehen? Wo kann man ihn finden? In freier Natur. Der Wolpertinger, so sagen die Geschichten, sei ein Bewohner der tiefen Wälder und der alpinen Landschaften Bayerns. Ein Geist, der so flüchtig ist wie der Nebel, der über den Berggipfeln schwebt. Sein Charakter, mal schelmisch, mal hinterlistig, spiegelt die Vielschichtigkeit der menschlichen Natur wider. Unsere Fähigkeit zu träumen und zu fürchten, zu lachen und gleichzeitig auch zu staunen. Die Sage des Wolpertingers mag auf den ersten Blick als bloße Kuriosität erscheinen, ein unterhaltsames Relikt aus einer Zeit, in der die Welt noch nicht bis in den letzten Winkel kartiert und erklärt war. Doch bei näherer Betrachtung offenbart sie eine tiefere Wahrheit über uns selbst, über unsere Faszination für das Ungewisse, unsere Sehnsucht nach der tiefen Verbindung mit der Natur und unsere unerschöpfliche Vorstellungskraft. In der Gestalt des Wolpertingers begegnen wir nicht nur einem fabelhaften Wesen, sondern auch dem Spiegel unserer eigenen Seele. Und das war auch schon die Sage für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr noch weitere Anregungen, weitere Sagen, die ich gerne hier thematisieren soll? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal hier bei The Captain Phil.